Ja, weiter geht's mit unserem Widerlagerfundament. Im Teil 11 wollen wir nun eine Strukturfläche daraus erzeugen. Hier hatten wir es ja schon an die richtige Stelle transformiert und gehen wir nochmal darüber. Jetzt brauchen wir also nur noch daraus eine Strukturfläche zu machen und bei Sophistic finden wir die Komponente entsprechend hier natürlich eine Structural Area. So sieht die Komponente aus. Ja, gehen wir es nacheinander durch. Was braucht man? Man braucht natürlich die Geometrie, also Boundary Representation, hatte ich schon mal erklärt. Die geht da rein. Sieht man auch sofort, dass jetzt hier die Pfeile vom lokalen Koordinatensystem auftauchen. Dann brauchen wir Nummer und Gruppe. Ich gehe nochmal auf das, was es fertig werden soll. Die Gruppen hatte ich ja hier schon mal auch erklärt. Und wenn ich jetzt mal hier das Fundament anklicke, dann sehen wir da Gruppe 15, hatte ich schon gezeigt. Ich möchte einfach, dass die Strukturflächen auch eine gewisse Logik haben. Das soll also mal die Nummer 200 sein und dann wird es hier weitergehen später mit der einen Flügelwand 210 ist eine Gruppe 16, genauso wie die nächste Flügelwand, die auch in Gruppe 16 ist und dann 211 heißt und schließlich die Auflagerbank wird dann 212 heißen, Gruppe 17 sein. Also wir fangen hier an mit 200 und 15, das sind die beiden Nummern, die wir jetzt brauchen. Also wir brauchen 200, das ist unsere Nummer und 15, das ist die Gruppe. Ja, was gibt es als nächstes? Wir haben hier die Dicke in Metern, ich sag mal 0,5, also 50 Zentimeter soll die Dicke sein. Material machen wir später noch, gebe ich euch schon mal vor, das wird Material Nummer 1 dann sein. Was brauchen wir noch? Ja, wir müssen hier noch uns um Alignment kümmern, also wo soll das Fundament oder die Strukturfläche in Bezug auf den Fundament-Volumenkörper liegen. Und da will ich Sie nochmal hinweisen auf die Command Reference. Schauen wir mal rein. Also wir sind bei Structural Area. Hier wird also diese Komponente beschrieben. Und hier sieht man also bei Alignment, standardmäßig ist Centered eingestellt. Man kann aber auch sagen, dass die Strukturfläche an der Oberkante oder Unterkante des Volumenkörpers liegen soll. Und hier steht auch, was man dann eintragen muss. Also es wäre below, wenn ich die Strukturfläche an der Oberkante des Volumenkörpers haben möchte. Das zweite will ich hier auch schon darauf hinweisen, das machen wir nämlich auch noch jetzt, ist die Fixation, also die Auflagerung. Man sieht ja, genau wie das bei der Stütze, bei der Auflage für die Stütze der Fall war, dass man nur feste Auflager hier bei dieser Komponente direkt einstellen kann, also mit dem P, M und L, genau wie bei der Stütze, aber keine elastische gebettete Lagerung will ich trotzdem machen, zeige ich Ihnen, wie geht. Das geht nämlich hier über den User Text, wo man dann Text aus dem aus der CAD-Sprache hinzufügen kann. Also machen wir erstmal Fixation. Also beziehungsweise Alignment machen wir zunächst. Also wieder ein Panel. Und da stand ja, wir können Below eintragen. Also Alignment Below, dann ist die Strukturfläche an der Oberkante des Körpers. Und jetzt hier Fixation, wie gesagt, hilft uns nicht weiter, wenn wir eine elastische Bettung haben wollen. Ja, CAD-Sprache, gehen wir auch rüber, hier nochmal. Und wir sind ja in der Strukturfläche, das heißt, wir sind in der Modellierung. Wenn ich jetzt mal die Handbücher mit dazu nehme, alle Handbücher,
Modellierung heißt, wir sind im SOFI Mesh, SOFI MSHC. Dann nehme ich das Handbuch mal. Hier gibt es Deutsch und Englisch. Ist in dem Fall egal. Ansonsten müssen wir mal in Englisch reingucken, weil die Komponenten auf Grasshopper ja in Englisch zu beschreiben sind. Da ist das Handbuch. Und wir sind hier bei Structural Area und das ist bei Sophistic abgekürzt als SAR. Structural Area suche ich mal nach. Da kommt es auch schon, Kapitel 5.12. Brauche ich einfach nur draufklicken, dann springt er da rein. Hier haben wir also die Beschreibung der CAD-Sprache für SAR, geht also los mit Flächennummer und so weiter. Brauchen wir uns nicht drum zu kümmern. Das macht ja genau diese Komponente im Grasshopper. Aber interessant wird es hier. Hier kann man nämlich also ein Bettungsmodul eingeben für die Senkbettung, Normalzerfläche und für die Querbettung in der Fläche in Kilonewton pro Kubikmeter und der Wert ist CB und CT, also CB und CT. Das sind die beiden Dinge, die wir brauchen. Gehen wir also hier wieder hin. Panel, CB, Kilonewton pro Kubikmeter, sage ich jetzt mal, ja, weiß ich nicht, was 100.000 zum Beispiel als Wert. Ich muss auch noch CT eintragen, also damit es nicht wegschwimmt, gebe ich hier mal einen Wert von 1000 zum Beispiel ein. Ja, also 100.000 und 1000 für vertikal und transversal. Gut, das wollen wir also dieser Strukturfläche noch mitgeben. Stecken wir da hinein. Können wir uns jetzt auch angucken. Wenn wir hier nochmal ein Panel machen, ja, da sehen wir also, dass hier die Strukturfläche jetzt mit der ID 200 ankommt. Wie das Ganze textmäßig aussieht, werden wir später auch noch sehen, wenn wir daraus die DAT-Files für Sophistic machen. Aber wir sehen hier, wenn ich es anklicke, das Ganze ist jetzt diesen Blauton hinterlegt. Also wir haben aus der Geometrie jetzt eine Strukturfläche gemacht mit allen Informationen, die Sophistic dann für die Berechnung benötigt. Wunderbar, damit sind wir mit diesem Video fertig.